Hi! Guten Tag, Weihnachtsbäckerei, die zweite für dieses Jahr. Und wir machen irgendwie so ein Shortbread, glaube ich, hast du gesagt. Wer sind wir? Falls du neu hier bist, wir sind Nico und Froni von salala.de und bei uns hier dreht sich alles um Low Carb und Keto. Und das Chaos ist auch normal. Für das Shortbread brauchen wir eine Prise Salz, dann brauchen wir Aronia-Beeren und Goji-Beeren. Die sind vorher einmal eingeweicht und dann kurz klein gehackt. Mandelmehl, Bambusfasern, Flohsamenschalen, gemahlene Mandeln. Dann ist das da der Erythrit, das wir zu Puder gemahlen haben. Butter, Vanille für den Geschmack und Zitronenschale für den Geschmack und ein paar Mandelblättchen obendrauf. Zuallererst müssen wir jetzt erst einmal die Mehle vermischen. Und zwar ist das Mandelmehl, waren 50 Gramm. Dann kommen die Bambusfasern noch mit dazu, das sind 15 Gramm, nicht 50. Und ein bisschen Flohsamenschalen, damit wir eben eine bessere Bindung im Teig haben. Das sind 5 Gramm nochmal mit dazu. Und die gemahlenen Mandeln, das waren auch 50 Gramm. Die kommen auch noch mit dazu. Und da rein, das tun wir jetzt erst einmal kurz verrühren. So, und da rein kommen jetzt die Beeren. Also das sind insgesamt 60 Gramm Aronia und Goji, also 30 Gramm Aronia, 30 Gramm Goji. Ich habe die 60 Gramm in trocken gewogen, dann in Wasser eingeweicht und dann nochmal 60 Gramm von beiden zusammen abgewogen. Und das war dann ungefähr so ein Drittel von der getrockneten Menge am Ende. Und natürlich war es nicht ein Drittel, sondern das waren in etwa 40 Gramm getrocknete Aronia und Goji-Beeren zusammen, die dann in eingeweicht ungefähr 60 Gramm ergeben. Also falls du das genau abwiegen möchtest, wenn du da mehr drin haben möchtest, tu einfach mehr rein. Das ist nicht so wichtig für die Konsistenz. Dann kommt es dazu das Erythrit und das sind 50 Gramm. Das ist natürlich zu Puder gemahlen, damit es sich besser auflöst und nicht so knirscht. Du kannst natürlich, wenn du kein Erythrit magst, auch Xylit reintun oder Allulose geht wahrscheinlich auch. Habe ich heute bewusst weggelassen, weil ich wollte kein dunkles Shortbread haben. Und für den Geschmack geben wir da rein jetzt so eine Messerspitze Vanille und ein bisschen Zitronenschale. Das ist ungefähr so ein halber Teelöffel in getrocknet. Und ganz wichtig, weil es ist ja Shortbread, deswegen muss auch Salz mit rein. Das war jetzt so ein Viertel der Teelöffel ungefähr. Und das rühre ich noch mal kurz durch. Und da rein kommt jetzt noch ein bisschen Butter. Und dann sind wir nämlich eigentlich gleich schon wieder fertig. Die Butter sind 100 Gramm übrigens, habe ich gewogen. Höchst persönlich. Dankeschön. Ja, weil er bereitet immer die Zutaten vor und ich schmeiße dann nur hier rein. Ich rühre mal. Und wenn jetzt aus diesen ganzen Zutaten so ein fester Teig geworden ist, also der lässt sich ziemlich gut drücken, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst eine rechteckige Springform oder halt einen Backrahmen und tust den Teig da rein, also ungefähr so in 30 mal 20 Zentimeter. Oder aber, wenn du faul bist, weil man muss es dann nach dem Backen normalerweise schneiden, aber wir haben ja so Müsliförmchen. Und deswegen probiere ich das heute, Shortbread in Müsliförmchen. Müsli-Riegelförmchen. Müsliförmchen sind rund, da kann man Zeug reinkippen. Wir haben schon ewig kein Müsli mehr gemacht. Ja, wir sollten mal wieder so ein Weihnachtsmüsli, fände ich auch ganz nice. Ich komme mit normalem Müsli auch ganz gut klar. Und dann nehme ich einfach die Menge in der Größe, die ich gerne hätte an Shortbread und quetsche das da einfach rein. Und dann können wir auch den Ofen schon vorheizen und zwar auf 125 Grad Ober-Unterhitze und da muss es dann drin backen. Wie lange? Ungefähr 35 Minuten. Ich vergesse immer, warum Shortbread heißt. Weil Shortbread aus Shortening, also mit Margarine gemacht wird normalerweise. Also ich glaube Shortening ist Margarine. Bin ich mir relativ sicher. Falls dir das alles zu schnell ging und du sagst, die Mengen habe ich jetzt aber nicht ganz mitbekommen, schau mal unten in die Infobox. Da ist der Link zum Rezept im Blog und da kannst du das alles nochmal nachlesen. Vielleicht findest du da auch was drüber geschrieben, was denn Shortbread überhaupt genau ist. Kommt drauf an, was der Nico in dem Blogbeitrag schreibt. Ich werde wahrscheinlich irgendwie sowas reinschreiben müssen, wenn du das jetzt sagst. Und dann kann man das Rezept auch ausdrucken und auch die Mengen umrechnen und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, das ist voll die ungerade Anzahl. Aber diese 7 Stück Shortbread gehen jetzt ab in den Backofen. Wie gesagt, bei 125 Grad Umluft für circa 35 Minuten. Aber vorher müssen wir noch Mandelblättchen oben drüber tun. Wir haben jetzt mal so 25 Gramm abgewogen von den Mandelblättchen. Nimm ein paar, bis alle bedeckt sind und dann ist gut. Und die gehen jetzt ab in den Ofen. Und falls dir hier gefällt, was wir machen, dann drück mal da unten auf das Däumchen, also das Däumchen nach oben, weil Däumchen retten Videos. Es hat gebacken
gebacken und es ist in Teilen zerbrochen. Das ist halt der Nachteil, wenn man das in so Müsliförmchen macht und dann ungeduldig ist und das zu warm aus den Formen rausholt. Aber ich wollte es halt, das richtig auskühlt. Und ungeduldig können wir auch gut. Ja, gebacken hat es am Ende 40 Minuten, weil dann war es mir noch zu blass. Ich würde es fast im Nachhinein noch ein bisschen länger drin lassen oder aber aus der Form rausnehmen und dann noch mal weiter backen lassen. Wenn du das Ganze in einer eckigen Springform machst, könnte es gut sein, dass es mit den 35 Minuten klappt. Ich wollte nur gerade sagen, man könnte es vielleicht auch ein bisschen höher stellen, aber dann wird es halt dunkler. Aber die Frage ist ja eigentlich eher, wie schmeckt es denn? Beiß mal du rein. Und bevor du reinbeißt, bevor ich reinbeiße, drückst du bitte da unten einmal den Abonnieren-Knopf und die Glocke, weil dann verpasst du nämlich nicht, wenn neue Videos von uns rauskommen, was im Regelfall jede Woche mehrfach passiert. Nee, jede Woche einfach, manchmal mehrfach passiert. Oh ja, das ist voll lecker. Das ist nicht das erste Shortbread, das wir hier gemacht haben, aber ich finde, das ist tatsächlich das saftigste, das wir gemacht haben bisher. Das andere war trockener, wobei auch gut. Auf Ja. seine eigene Weise anders gut. Aber ich mag das. Ich würde nächstes Mal noch mehr Zimt reintun und sowas. Okay. Ja, wir sehen uns nächste Woche.